Herzlich willkommen zurück hier in meinem Ron Reviewed Kanal. Mehrere Wochen seit dem Fanatec CSL Elite Review sind vergangen und mein Equipment hat Nachwuchs bekommen, beziehungsweise habe ich mir den größeren Bruder, die Fanatec CSL Elite Wheelbase, organisiert, um diese mit dem quasi kleineren Bruder gegenzutesten. Gleichzeitig kamen dazu ein Clubsport BMW M3 Lenkrad, eins der gängigen großen Lenkräder. Wir werden testen, wie sich dies auf beiden Wheelbases schlägt. Und einige von euch haben es vielleicht hier aus dem Augenwinkel schon gesehen. Eine neue Oculus Rift ist bei mir eingetrudelt. Diese werden wir vielleicht in einem extra Review betrachten, wie es den Simracern damit geht. Ob noch Monitor oder doch lieber die Oculus Rift, davon hört ihr dann später von meiner Stelle. Erst einmal beide Wheelbases verglichen. Wir werden auf die Rennstrecke gehen, die drei gängigen Lenkräder, Formula, Clubsport Lenkrad, BMW M3 und das P1 Rim testen. Und ich werde versuchen, für euch relativ objektiv meine Empfindungen der letzten Wochen wiederzugeben. Aber kommen wir zuerst einmal zu den optischen und haptischen Eindrücken der beiden Wheelbases. Ihr seht sie hier. Eines unterscheidet beide Wheelbase absolut nicht. Wie damals in meinem Review beleuchtet, ihr seht selbige Lenkradaufnahme. Ihr könnt mit beiden Wheelbases selbstverständlich alle kompatiblen Lenkräder verwenden. Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich diese CSW V2 haptisch nochmal in einer anderen Liga eben bewegt. Fairerweise muss ich dazu sagen, diese CSW V2 Wheelbase befindet sich preislich in einer Liga, die um etwa 60% über der CSL Elite Base liegt. Ihr seht das an der Materialanmutung im Vergleich. Ihr habt hier ein solides Kunststoffgehäuse der CSL Elite Base, gut verarbeitet, auch nach mehreren Wochen hier keine Knarzgeräusche oder ähnliche Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Die CSL Elite Base macht hierbei einen soliden Eindruck. Rübergeschaut zur CSW V2, sämtliches Gehäuse, bis auf diese hintere Abdeckung hier, vollständig aus Aluminium, schwarz eloxiert, macht einen optisch wirklich edlen Eindruck, der in meinen Augen seinesgleichen sucht. Von oben betrachtet könnt ihr hier das Innenleben der CSW V2 betrachten, der Riemenantrieb, solide Verarbeitung hier im Innenraum. Das sieht schon sehr, sehr wertig aus. Was gibt es noch zu sagen? Seitens der Belüftung, wie damals erwähnt, CSL Elite, ein Lüfter hier deckelseitig, der für die nötige Entlüftung sorgt. Bei der CSW V2 kann ich hier seitlich reingeblickt einen Lüfter erkennen und rückseitig wurde ebenso ein Lüfter verbaut. Der Größenvergleich fällt relativ ähnlich aus. Ihr seht hier nochmal die Lenkradaufnahme. Beide Lenkradnaben sind meines Erachtens absolut baugleich. Die frontseitige Verarbeitung, hier diese super verarbeitete Metallplatte. Hier eine gut eingelassene Kunststoffplatte, die ihren Zweck erfüllt, aber euch optisch nicht dieses Alleinstellungsmerkmal der CSW V2 bietet. Anschlussseitig selbiges bei beiden Wheelbases. Ihr seht hier umseitig die Anschlüsse für die Shifter, Pedals, Handbrakes, USB und Stromversorgung. Gleiches habt ihr auch bei der CSW V2. Ausstattungsmäßig hat die CSL Elite einen kleinen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Wie erwähnt, wir schauen uns das nachher nochmal im Renneinsatz an.
Oben diese LED-Leiste für Drehzahlanzeige, beziehungsweise ihr könnt diese relativ frei konfigurieren mit einem kleinen Tool. Startknopf bei beiden Wheelbases hier. Zusätzlich verfügt die CSL Elite über diesen Mode-Knopf zum Umschalten zwischen Xbox-Modus und dem PC-Modus. Dies gelingt euch bei der CSW V2 über eine Tastenkombination am entsprechenden Lenkrad. Weiters ausstattungsbereinigt, kleines Plus für die CSL Elite Base. Hier die Table Clamp, die bekommt ihr für die CSL Elite Base mitgeliefert. Die ist Teil des Originalinhaltes der Verpackung. Bei der CSW V2 müsst ihr euch entscheiden, wenn ihr diese an einem Tisch montieren wollt, wird hierzu diese eigene Table Clamp fällig. Kostenpunkt hierbei, wir liegen bei etwa 50-60 Euro, die ihr euch noch besorgen müsst. Kommen diese Bases bei euch auf diversen Rigs, Playseats oder sonst wo im Einsatz, wie auch bei mir künftig geschehen. Hier im Eck könnt ihr bereits das nötige Equipment sehen. Dann geschieht dieses selbstverständlich über die entsprechende quasi Dreipunktaufnahme. Ihr seht die 3 Verschraubungen hier ganz normgerecht und mittels dieser Verschraubungen könnt ihr diese beiden Wheelbases selbstverständlich auf euren Rigs, Playseats oder sonst wo montieren. Ja, liebe Leute, bevor es jetzt zurück auf die Strecke geht, ein kurzes Tool, welches ich euch vorstellen will, um euer Fanatec Setup optimal auszureizen. Fanalets, hier eine kostenlose Software. Ihr könnt hier mit Fanalets euer Display, die Schaltanzeige in von mir jedem getesteten Rennspiel optimal nutzen. Das ist ein sehr ausführliches Tool. Ihr könnt diverse Anpassungen vornehmen, konfigurieren. Ich lege euch das Tool Fanalets ans Herz, nutzt dieses, probiert es mal aus, kostet nichts und ihr nutzt eure LED-Anzeige sowohl auf Lenkrad als auch auf der CSL Elite Base einwandfrei aus. Ja, ich nehme euch hier jetzt mit der CSL Elite eine Runde Catalunya mit dem neuen Porsche DLC auf der CSL Elite Wheelbase. Hier mit dem Clubsport F1 Lenkrad, ein Lenkrad mit einem Durchmesser von ca. 27 cm und wie ich euch bereits in meinem ehemaligen Review berichtet habe, hierfür hat die Elite Base reichlich Power. Ihr könnt das Feedback optimal nutzen, spürt entsprechend der Bandbreite des Feedbacks sämtliche Effekte sehr gut raus. Ein kleines Lenkrad, Formula-Lenkrad, empfehlenswert für sämtliche Open Wheeler, aber auch andere Fahrzeuge machen damit Spaß. Ihr habt ja einfach kürzere Lenkradwege und könnt blitzschnell auf Lenkbewegungen reagieren. Ihr seht hier auch an den ganzen LEDs, das Tool Fanalet macht hier einen guten Job. Ihr seht Geschwindigkeitsanzeige direkt auf den Rim und dahinter die Schaltanzeige der Wheelbase. Ein Feature, was mir bei der CSL Elite Base wirklich gut gefällt. In den letzten Wochen war ich hier vermehrt mit dem BMW M3 Clubsportlenkrad unterwegs, um die Unterschiede zwischen der Elite Base und der CSW V2 herauszufiltern, herauszuarbeiten. Grundsätzlich gilt zu sagen, ihr könnt auch mit der CSL Elite Base
mit ruhigem Gewissen zu einem größeren Lenkraddurchmesser als einem F1 Lenkrad oder dem P1 Rim greifen. Hierbei muss ich sagen, macht auch die CSL Elite Base eine gute Figur. Vorteil der größeren Lenkräder, es fiel mir im Speziellen einfach auf vom Umstieg auf eben dieses M3 vom etwas kleineren P1 Rim. Ihr habt noch ein exakteres Fahrverhalten, speziell mit den GT-Fahrzeugen fühlt sich das richtig gut an. Klarerweise, fairerweise muss man auch sagen, Abstriche müsst ihr in der Force Feedback Power machen, leichte Abstriche, entsprechend den physikalischen Gegebenheiten, liegt aber meines Erachtens noch im Rahmen, um ordentlich Force Feedback Kraft bereitzustellen. Direkt umgestiegen von der CSL Elite zur CSW V2 Base. Die Grundlage unseres Tests hier gegen zu testen, welche Unterschiede bietet euch die CSW V2? Ist der Aufpreis gegenüber der Elite gerechtfertigt? Merkt man davon etwas? Eins vorweg, meine Testszenarien sahen folgendermaßen aus. Ich war meist circa eine Stunde auf der NOS unterwegs. Zuerst mit der CSL Elite Wheelbase, danach direkt umgestiegen auf die V2, um Unterschiede herauszufiltern, herauszulesen. Und grundsätzlich kann ich euch sagen, ja, ihr merkt etwas mehr an Force Feedback gegenüber der CSL Elite. Das heißt, die CSW V2 Base packt da schon noch einmal, ja, wenn ich es beziffern müsste, gefühlte 20% an mehr Power drauf. Klingt jetzt nicht nach einer anderen Dimension, ist auch keine andere Dimension, aber ist durchaus spürbar. Durchaus spürbar, da möchte ich auf den Punkt des Rim-Durchmessers zurückkommen. Seid ihr da vorwiegend mit kleinen Rims, mit dem F1 Rim oder dem P1 Rim unterwegs, werdet ihr dieses Mehrmaß an Force Feedback Power der CSW V2 nicht unbedingt direkt spüren, das merkt ihr dann nicht so deutlich. Ja, die CSW V2 Base spielt vor allen Dingen bei den größeren Rim-Durchmessern, sprich BMW M3 Rim, Porsche 918 Rim, also alles was über 30 cm Durchmesser geht, ihre Stärken aus. Da kommt das etwas stärkere Force Feedback zur Geltung. Besser gesagt, man ist dann schon froh, noch etwas mehr Reserven gegenüber der Elite zu haben. Versteht man mich nicht falsch, das kann die Elite auch gut bewerkstelligen, aber die CSW V2 Base macht das Ganze einen Ticken besser. Ja, um noch einmal zurückzukommen auf das Force Feedback der CSW V2, etwa 20% stärker, so würde ich das beziffern, bringt eine CSL Elite Base laut Datenblatt ca. 6 Newtonmeter an der Achse. So könnt ihr hier mit der CSW V2, ich würde sagen, mit 7,5, vielleicht bis zu 8 Newtonmeter an Force Feedback Power rechnen. Ein Unterschied, der euch erst bei längeren Testfahrten auffällt, würde ich sagen, ist, dass die CSW V2 vielleicht noch um den Ticken ein differenzierteres Force Feedback abgibt. Also ihr könnt da die Effekte der Straße des Force Feedbacks noch etwas differenzierter wahrnehmen. Das ist schon spürbar, also nicht in einer anderen Dimension, aber etwas feiner ist dies mit der CSW V2 zu bewerkstelligen. Wir reden hier auf einem sehr hohen Niveau, also was die CSL Elite sehr gut macht, macht die CSW V2 dann noch einmal um einen Tick besser. Um das auf den Punkt zu bringen, die Performance der CSW V2 ist besser, man spürt das, man fühlt das raus, so viel kann ich vorwegnehmen. Um andere Welten oder andere Dimensionen handelt es sich nicht, das muss fairerweise gesagt werden. Es liegt dann immer in dem Auge des Betrachters, wie ihr denn eure Wheelbase
einzusetzen gedenkt. Der Enthusiast wird darauf schielen, eine CSW V2 zu ergattern, aber mehr dazu möchte ich euch in einem abschließenden Fazit mitteilen, damit ihr eure Kaufentscheidung eventuell überdenken könnt. Ich drehe hier die Runde noch fertig und dann hören wir uns wieder. Ja, lasst uns zum abschließenden Fazit kommen. CSL Elite Base oder Fanatec CSW V2 Base, das ist die Frage. Wie soll ich euch die beantworten? Ich werde es mal versuchen in Kurzform. Mehr Simracing Fahrspaß für euer Geld bekommt ihr mit keiner anderen Base als hier mit dieser CSL Elite Base. Hier hat Fanatec ein wirklich tolles Produkt erschaffen, das jetzt seit ein paar Wochen auf dem Markt ist. Ich habe es ihr wisst das in meinem Kanal ausführlich reviewed. Schaut euch das nochmal an. Fakt ist, mehr Simracing Spaß pro Euro könnt ihr derzeit nirgendwo bekommen. Die Kompatibilität mit diesen Edelrims der Clubsport-Serie ist gegeben. Ihr bekommt zum Einstiegspreis von ca. 320 Euro hier ein Produkt auf sehr hohem Niveau geliefert, welches sich bei mir auch über die letzten Wochen einwandfrei bewährt hat. Klare Kaufempfehlung für die CSL Elite Base. Jetzt werden sich einige von euch fragen, warum gibt es diese CSW V2 noch in der Produktpalette von Fanatec? Das lässt sich schon relativ leicht beantworten und auch begründen, würde ich sagen. Ihr bekommt hier einfach das gewisse Maß an mehr. Mehr als das gewisse Maß, würde ich sagen, ist die Optik und die Haptik. Da spielt einfach die CSW V2 in einer ganz anderen Liga. Also ihr habt da wirklich haptisch und Materialanmutung wirklich ein Referenzprodukt in eurem Besitz, wenn ihr zu dieser V2 Base greifen wollt. Zusätzlich zum Innenleben, da kann ich jetzt bei der Elite nicht reinschauen, aber was ich so spüre und erfühle ist, dass die V2 ja gefühlte 20%, wie bereits erwähnt, an Force Feedback Power mehr draufpackt. Das spürt man beim Fahren, im Speziellen, wie gesagt, wenn ihr Wheels größeren Durchmessers im Einsatz habt. Also ab ca. 30 cm Durchmesser spürt ihr das und da ist man auch froh, das nötige Maß an mehr Power zur Verfügung zu haben. Das macht die Elite auch gut, keine Frage. Die V2 noch einen Ticken besser. Das Force Feedback kommt etwas differenziert darüber, das spürt man, das kann man erfühlen. Ich würde sagen, hier auch im Bereich, ja, das ist nochmal ca. 20% etwa besser. So viel auf den Punkt gebracht, also diese Mehrinvestition für Enthusiasten, die lohnt, die kann lohnen. Wollt ihr davon absehen, ist euch die Haptik, die Optik, das gewisse Maß an mehr diesen Aufpreis nicht wert, dann seid ihr mit der CSL Elite Base bestens bedient. Ich habe zusätzlich zu dem Video-Review für euch noch ein relativ ausführliches Text-Review reingepackt. Lest das bitte nach. Ihr erreicht mich, ich zeige euch das hier nochmal schnell, ihr erreicht mich hier direkt über meinen Ron Reviewed Kanal, postet dort rein oder bei meinen üblichen Anlaufstellen hier bei Computer Base werde ich das Review reinstellen, verlinken. Gleiches gilt für PCGH oder GameStar und bei meinen Freunden der Schwarzbierbude, da kommt das Ganze mit rein. Postet rein, abonniert, kurzer Ausblick, was euch künftig erwartet. Hier, wie gesagt, im Augenwinkel, ihr könnt es erkennen, meine neue Oculus. Ich werde mit euch im nächsten Review über Simracing, über die Oculus Rift sprechen, euch andere Spiele auch vorstellen, inwiefern der Einsatz lohnt. Und ja, lasst von euch hören, fragt, stellt Fragen, ich versuche sie zeitnah zu beantworten und verbleibe mit besten Simracing Grüßen, euer Ron.